Hi, ich bin der Benedikt. Und ich die Claudia. Wir sind Gründer von Central und wollten euch einmal herzlich willkommen heißen und ein bisschen Background geben, warum wir die Software entwickelt hatten. Ursprünglich wollten wir eigentlich gar kein ERP-System programmieren, sondern einen Hardware-Shop aufbauen. Und als wir immer mehr Artikel hatten, immer ein größeres Sortiment, einen zweiten Online-Shop, kamen auch immer mehr Bestellungen, mehr Kundenanfragen. Und an der Stelle haben wir eben gemerkt, dass es unmöglich ist, das alles noch zu strukturieren und zu organisieren. Und an der Stelle merkt man dann, okay, jetzt brauchen wir langsam irgendeine Software, irgendwas, was automatisiert, irgendwas, was auch Prozesse steuert und vorgibt. Der Grund, warum man gegründet hat, sind ja eigentlich immer die Produkte und am Schluss hat man eigentlich gar keine Zeit mehr und ist dann was sich für Gründer oft nachts verlagert. Das heißt, man muss eigentlich abends, wenn das operative Business vorbei ist, anfangen, seine Produkte zu bauen und so kann es dann eben nicht mehr weitergehen. Und wir haben uns die Software eben dann so gebaut, dass wir tatsächlich sehr viel automatisieren können, sehr viel übertags wirklich automatisch wegmachen können, um einfach Zeit zu gewinnen, um Sachen zu widmen, die uns richtig Spaß machen und die auch eigentlich euch normalerweise angetrieben haben, warum ihr bei euch gestartet habt, ein Business aufzubauen und dort Gas zu geben und hoffen, dass wir euch auch helfen können, euer Business besser zu machen. Ich glaube, was wichtig ist, nicht am ersten Tag den Anspruch zu haben, alles fertig zu haben. Das heißt, wenn du mit einem ERP startest, auch mit Central, dann ist es immer gut zu gucken, was sind eigentlich die wichtigsten Punkte, die gerade am meisten wegnehmen, auch am meisten Last von euch, von euren Mitarbeitern. Das ist eher eine Journey, auf der man sich bewegt und wichtig ist immer zu gucken, was sind gerade die größten Blocker, was macht am meisten Arbeit, was fabriziert vielleicht am meisten Fehler und dann zu gucken, was ist am wichtigsten, ist es der Lagerbestand, ist es die Logistik, sind es die Aufträge, ist es die Rechnungsstellung oder die Buchhaltung und dann mit den größeren Blöcken mal zu beginnen und sukzessive dann eben zu lernen und sich als Firma auch in der Richtung weiterzuentwickeln. Und ich denke, was auch wichtig ist, man muss sich immer schauen, man hat viel wiederholende Sachen, die jeden Tag passieren. Und wenn ich sage, ich kann von diesen wiederholenden Sachen, zum Beispiel wie ich meine Aufträge abarbeite, kann ich schon mal 80%, 85, 90% voll automatisiert machen und ich kann wirklich irgendwie Mitarbeiter es machen lassen. Ich habe da wirklich eine niedrige Fehlerquote mit dem dabei, habe ich schon so viel Zeit gewonnen und mit der gewonnenen Zeit kann ich nachher die nächsten Sachen angehen. Kann dann meine Bestellungen, wie ich die Sachen nachbestelle, irgendwie besser automatisieren, angehen. Und das ist auch normalerweise viel Zeit, die man verbringt, auch manchmal am Wochenende, um die Sachen zu machen. Wenn ich das dann am Laufen habe in der Software, dann kann ich das nächste Thema angehen und ich würde wirklich so Schritt für Schritt die Sachen angehen, nicht am ersten Tag das alles haben wollen würden, sondern wirklich schauen, wo ist jetzt der größte Schmerz, das Thema nehmen und das auch nicht zu 100% klären, sondern schon mal froh sein, wenn ich schon mal 80% der Sachen erledigt habe und mit der gewonnenen Zeit machen, also wirklich dieses Mindset intensiv leben. Es ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel ein breiteres Artikelsortiment hat und ein großes Problem ist, dass man nie weiß, welche Artikel am Lager sind und das Lager war bei uns auch am Anfang im Keller. Das heißt, man musste bei jedem Artikel, wenn jemand gefragt hat, ist da noch was da, immer in den Keller laufen. Auch solche Dinge kosten unglaublich viel Zeit. Oder für die Buchhaltung, wenn man auch für Steuerbüro jeden Monat alles zusammentragen muss, das digital zu haben, das hat uns unglaublich viel Energie auch geraubt. Das heißt, an diesen Stellen haben wir dann auch gemerkt, wir haben plötzlich 30% mehr Zeit oder unser Team hat 30% mehr Zeit. Die Logistik ist einfacher abzuarbeiten, weil man auch nicht mehr nach unseren Prozessen auf irgendeinem Zettel arbeiten muss, sondern es ist einfach eine Software, mit der man packen kann. Die Fehlerquote ist auch runtergegangen, weil das Sortiment, das wir natürlich kannten, jeder, der neu dazukommt, kennt nicht alle 300 Artikel und das ist dann eben auch schwierig und das ist dann auch alles ein Schritt, um Dinge zu automatisieren. Und dann würde ich sagen, wenn man beginnt, auf die Reise loszugehen, merkt man schon im ersten Monat, wie es besser wird, im zweiten, im dritten. Und danach war es wirklich richtig, richtig schön. Da hatten wir um 11 Uhr, die meisten Sachen eigentlich dann am Packtisch, wurden verarbeitet parallel von den Leuten. Nachbestellungen konnte man wirklich sehr schnell machen, irgendwie 1-2 Mal die Woche mit den Bestellvorschlägen arbeiten, die wir haben. Schnell hat er gesehen, was fehlen würde, die Sachen einfach rauszubekommen, dass die auch wieder angeliefert werden können. Das hat aber wirklich viel dann nachher Spaß gemacht, Zeit gebracht, dass wir dann Zeit hatten, wieder neue Produkte zu machen, wieder neue Sachen auszusuchen, die mit reinzubekommen. Das ist ein Weg, den man eingeht und spätestens nach 2-3 Monaten sagt man eigentlich, okay, das war die beste Entscheidung. Man muss ja auch gehen, das ist wie bei Musikinstrumente lernen oder Mathematikunterricht. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen härter, man lernt auch noch viel, wie funktioniert Business, wie machen eigentlich andere Leute das. Man beschäftigt sich plötzlich, fragt sich Fragen, die vorher nicht aufkamen, wenn die aber gut sind, dass man sich fragt, ist es eigentlich gut, wie wir den Wareneingang machen, ist eigentlich gut, wie wir verschicken, einmal kritisch hinterfragt und dann einfach sagt, okay, dann lassen wir uns darauf ein, entscheiden uns für die Prozesse, die schon viele nutzen und ich beginne mal von da aus. Und wenn ich die mal im Laufen habe, 2-3 Monate, kann ich immer noch beginnen, die auch dann leicht zu modifizieren und umzubauen. Ich mache diesen Startschuss mal und beginne einfach Sachen zu machen. Unseren Hardware-Shop gibt es jetzt heute nicht mehr, aber dafür helfen wir Firmen wie deiner zu wachsen.
Tschüss.